Warte, das hat doch auch so einen Namen. Ich weiß, ich weiß. Ah, es liegt mir auf der Zunge. Aber ich hab's vergessen. Hi zusammen und willkommen bei den Let's Play and Learn Series. In diesen Videos möchte ich Deutsch lernen mit Spaß verbinden. Heute packen wir gemeinsam Kartons aus im Spiel Unpacking. Wir schauen uns die Dinge an, lernen ganz nebenbei neue Wörter und genießen die ruhige Atmosphäre. Also, ich würde sagen, mach es dir einfach mal gemütlich, schnapp dir vielleicht einen Tee und lass uns anfangen. Ah, okay, wir haben hier 3 Bücher zur Auswahl. Rot, Blau und Grün. Ich würde sagen, ich wähle Blau, da ich diese Farbe am liebsten mag. Dieses Buch gehört, sagen wir, mir, Shio. Ah, okay. 1997. Oho. Ah, okay. Das ist also unser Kinderzimmer, unser damaliges Kinderzimmer. Interessant. Okay. Dann lass uns doch mal das erste Paket, oder den ersten Karton besser gesagt, auspacken. Ein Buch, okay. Stellen wir das mal hier hin auf diese Kommode. Ein Stofftier. Ein Frosch. Ja, das gehört hier aufs Bett. Natürlich. Ein Stofftier ist es jetzt zwar nicht. Ich würde sagen, eine Spielfigur. Ein Pony. Ja, das passt. Ich würde mal sagen, nein. Legen wir das mal hier auf das Regal. Eine Actionfigur. Eine Heldin. Okay. Vielleicht Superwoman. Superhelden sind immer gut. Ich würde mal sagen, lass uns das mal hier hin platzieren. Oh, was ist das denn? Warte. Ah. Ich würde sagen, das ist so eine Art Rhinoceros. Okay, warte mal. Dann machen wir hier die Heldin. Und das Rhinoceros stellen wir mal hier hin. Ah, noch ein weiteres Pony. Okay. Ich würde sagen, stellen wir dieses Pony hier nebendran, neben dem anderen Pony. Ah, ja, diese Spielfiguren, die habe ich damals auch sehr gemocht, mit diesen aufgestellten Haaren. Die hatten ja ganz viele verschiedene Farben jeweils, wenn ich mich noch recht erinnere. Ah, aber ich habe leider vergessen, wie diese Figuren heißen. Die haben ja einen bestimmten Namen, dachte ich. Kannst du dich vielleicht noch erinnern? Okay, aber dann lass uns das erstmal vielleicht hier hinstellen. So. Okay, auf das Regal hier. Okay, eine weitere Actionfigur. Sagen wir mal. Nein, warte. Ich würde gerne die Actionfiguren beisammen haben. Machen wir doch das so. Und so. Ja, das passt schon besser. Und der kleine, sagen wir mal Zwerg, legen wir mal hier neben dem Rhinoceros. Was ist das denn? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Nicht eine Pfeife? Nein. Oh, schwer zu sagen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das sein soll. Ja gut, dann, ich würde sagen, da ich es nicht wirklich weiß, einfach mal hier rein in die Kommode. Ah. Oh, okay. Ein weiteres Plüschtier. Oh, der ist ja süß. Okay, okay. Der kommt auf jeden Fall auch auf das Bett, neben dem Frosch. Hier hin. Links neben dem Frosch.
Oho, okay. Ein pinkiges Schwein, auch ein Stofftier. Legen wir das rechts neben dem Frosch. Okay, das sieht schon mal gut aus. Weil ich als Kind mag oder mochte ich es immer, ganz viele Plüschtiere auf dem Bett zu haben. Wie meine kleinen Freunde sozusagen. Das hier. Okay, ein kleines Bild mit einem Bilderrahmen. Ich würde sagen, das legen wir hier auf den Tisch. Oh, ein Radio. Okay. Musik. Immer gut. Hier auf die Kommode. Ah, eine Kassettenkollektion. Ja, das waren früher noch Zeiten. Das gibt's ja heute so gar nicht mehr. Ah, okay, gut. Dann hier am besten rechts neben dem Radio. Ein weiteres Buch. Ich würde sagen, hier mal ins Regal. Hier, so. Okay. Ah, nochmal ein Buch. Hier. Ja, das ist okay so. Das sieht aus wie Peter Pan, würde ich sagen. Ja, Peter Pan ist natürlich immer gut. Das mochte ich sehr gerne. Ich glaube, die meisten mochten das sehr gut, oder? Sagen wir mal, legen wir das mal hier hin. Oh. Okay. Okay, gut. Dann haben wir schon mal den ersten Karton ausgepackt. Dann schauen wir uns mal, was hier... Ah, okay. Ein Fußball. Ja, ich würde sagen, hier in die Ecke. Oh, der ist ja süß. Ein lila Rucksack. Schulranzen, würde ich sogar sagen. Ein lila Schulranzen. Irgendwie wegen der Mondsichel. Es erinnert mich an den Anime, den ich früher sehr, sehr gern geschaut habe. Sailor Moon. Vielleicht kennst du das auch. Ich mag das heute noch. Ich war oder bin immer noch ein riesen Fan davon. Ah, ja, da packt mich gerade die Nostalgie wieder. Ich würde sagen, legen wir doch mal den Schulranzen hier rechts neben der Kommode. Ich denke, das ist ein ganz guter Platz dafür. Oh, wir scheinen sehr sportlich zu sein. Okay, nehme ich gerne. Ein Pokal gehört natürlich hier ins Regal. Am besten so. Das sieht doch ganz okay aus. Ah, Buntstifte gehört natürlich hier auf den Tisch. Hier rechts neben dem Bild. Ein Lineal. Hier vielleicht links. Das scheint wie ein geheimes Tagebuch auszusehen. Dann würde ich doch sagen... Warte mal. Okay, gut. Dann legen wir das doch hier unters Kopfkissen. Da ist das. Sollte es sicher sein. Weitere Buntstifte. Ja, legen wir das doch mal hier rein. Ich würde sagen, ein Mal- oder Notiz. Ein Mal- oder ein Notizbuch. Ich würde sagen, legen wir das doch hier in die Mitte. Wir scheinen das oft zu benutzen. Ah, ein weiteres Bild. Okay. Ich würde sagen, nehmen wir das Bild und... Ja, ich denke, hier über dem Kopfkissen nageln wir das doch hier an diese Wand. Okay. Ah, ein Sparschwein. Sehr wichtig. Um damit viele Süßigkeiten zu kaufen. Ein weiteres Buch. Vielleicht hier auf dem Tisch. Okay. Ah, ja, dieses Spiel. Ah, warte, das hat doch auch so einen Namen. Ich weiß. Ah, es liegt mir auf der Zunge. Aber ich hab's vergessen. Ah, weißt du es vielleicht noch? Das kennen die meisten, hoffe ich, denke ich. Aber ich würde sagen, das verstauen wir hier in die Kommode. Was ist das denn? Vermutlich ein
Altes Spielzeug, das wir behalten wollten. Ich würde sagen, das stellen wir auch hier rein. Aha, ja. Das ist natürlich Nostalgie pur und immer noch ein Riesenhit heute. Legen wir diesen Block mal hier hin. Diesen Farbblock. Ah, Mülleimer. Warte, erstmal hier. Ich will das eigentlich unter dem Tisch stellen, aber wegen diesen Kartons wahrscheinlich gerade noch nicht möglich. Schauen wir später nochmal. Ah, Schach. Hier rein in die Kommode. Ah, ein weiteres Brettspiel. Okay. Sehr gut. Hier oben drauf. Okay, okay. Ah, warte. Ich glaube, jetzt können wir diesen Mülleimer hier unter den Tisch. Warte. So. Perfekt. Okay. Letzter Karton. Ein Buch. Ja, hier. Eine Schere. Die Schere, ich würde sagen, ja. Sehr gut. Hier auf den Tisch. Radiergummi. Auch das gehört hier auf den Tisch. Hier nebendran, würde ich sagen. Oh, okay. Wahrscheinlich ein Plüschdrache. Aber ich denke, 3 Plüschtiere auf dem Bett reichen erstmal aus. Oder machen wir das so? Wir nehmen hier dieses Buch mit dem Bärenkopf und legen das vielleicht hier hin. Und dann nehmen wir den Plüschdrachen und stellen den hier auf die Kommode. Ah, ein Poster. Ah, perfekt. Okay, okay. Ja, hier ist so. Ich denke, das ist okay. Ein weiteres... Oh, lass mich hier reinzoomen. Ein weiteres Buch. Ja, Dracula. Das sieht nach Dracula aus. Hier nebendran vielleicht. Okay. Hier. Oh, ein Gameboy. Oh, für uns Gamer natürlich ein absolutes Muss. Ich weiß noch damals, als ich zum ersten Mal meinen Gameboy gekriegt habe, mein allererstes Spiel war Pokémon Rot. Wow, ich habe das so geliebt. Ich habe das richtig gesuchtet. Also wirklich, ich habe das Tag ein, Tag aus gespielt. Und ich muss sagen, ich liebe Pokémon heute noch. Ich spiele es heute noch. Auch auf der Nintendo Switch. Also, ja, dieser Gameboy hier ist meine ganze Kindheit. Ich würde sagen, hier auf die Kommode. Ah, ein weiteres Stoffkätzchen. Ja, wohl. Ah, das ist recht süß. Warte. Okay, warte. Wir haben hier ein weiteres Buch. Vielleicht hier. Und das Kätzchen. Ach, auch aufs Bett. Ich weiß, ich wollte eigentlich nicht so viele Stofftiere dort haben, aber das ist einfach zu süß. Okay. Ah! Eine Kamera. Okay, okay. Ah, wahrscheinlich so eine Art Polaroid-Kamera. Okay, okay. Das muss natürlich gut aufbewahrt werden. Am besten hier in die Kommode. Machen wir das hier erstmal zu. Eine Taschenlampe. Oh nee. Ich würde sagen, die können wir hier auch in die Kommode legen. Ordnung. Ordnung muss sein. Ich mag es gerne ordentlich. Wie ist es eigentlich bei dir? Bist du eher chaotisch oder ordentlich? Schreib es mir in die Kommentare. Ein weiteres Buch. Hier vielleicht nebendran. Ja, das passt. Ah, ein kleines Spielzeug, ein kleiner Bus. Hier erstmal. Das sieht komisch aus, das Regal. Warte. Wir müssen hier das Ganze etwas anders ordnen. Warte. Nehmen wir mal diesen Stoffdrachen. Hat der hier Platz? Nee, nicht wirklich. Okay. Nehmen wir sonst mal die Bücher hier runter. Und den Bus hier nebendran. Dann sieht das ein bisschen besser aus, hoffentlich. Das Springseil. Am besten... Warte. Hierhin vielleicht? Okay. Ich denke, das sieht so ganz okay aus. Ah, warte.
hier wird das Ganze hier rot angezeigt. Okay, wahrscheinlich heißt das, ich muss das an einen anderen Ort stellen. Vielleicht hier? Nee. Hier? Oh, okay, das sieht gut aus. Okay. Ja, wir haben hier unser Kinderzimmer eingerichtet. Sehr gut. Oho. Mai 1997. Endlich habe ich mein eigenes Zimmer. Yay! Ja, das war unser erstes Zimmer. Hat dir diese Art zu lernen gefallen? War es entspannend für dich? Schreib mir doch ein kurzes Ja in die Kommentare, wenn ich zum Beispiel eine Vokabelliste oder ein PDF zu diesem Video machen soll. Bis zum nächsten Mal. Stay cozy. Tschüss.